Du sitzt in einem gut besuchten Restaurant und wartest auf deine bestellte Portion Sushi. Neben den kunstvoll gerollten Stücken aus rohem Fisch liegt unweigerlich eine kleine, leuchtend grüne Kugel aus scharfer Paste. Du mischst diese Paste routiniert mit deiner dunklen Sojasauce oder streichst sie direkt auf den kühlen Reis. Sobald du den ersten Bissen nimmst, schießt eine brennende Schärfe unbarmherzig durch deine Nase und treibt dir für einen kurzen Moment die Tränen in die Augen. Die allermeisten Menschen bezeichnen diese grüne Substanz als Wasabi und halten sie für eine traditionelle, edle japanische Delikatesse. Aber diese weit verbreitete Annahme ist ein fundamentaler und weltweiter Irrtum. Was du dort auf deinem Teller liegen hast, hat aus biologischer und historischer Sicht rein gar nichts mit der echten Pflanze zu tun. Es ist eine meisterhafte, kulinarische Illusion, die unsere gesamte westliche Gesellschaft seit Jahrzehnten schlichtweg blind akzeptiert. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum 95% aller Restaurants auf diesem Planeten dir eine billige, künstliche Fälschung servieren. Wir klären, wie eiskaltes Bergwasser eine der anspruchsvollsten Pflanzen der Erde formt und warum die wahre Schärfe nach exakt 15 Minuten unwiderruflich stirbt. Wenn du die verborgene Chemie und die unerbittlichen Wahrheiten hinter unseren alltäglichsten Lebensmitteln verstehen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um das gewaltige Ausmaß dieser globalen Täuschung zu begreifen, müssen wir die exakte chemische Zusammensetzung deiner grünen Paste zerlegen. Wenn du dich außerhalb der Grenzen von Japan befindest, hast du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch niemals im Leben echten Wasabi gekostet. Die grüne Substanz aus der kleinen Tube oder dem Plastikeimer besteht fast ausschließlich aus gewöhnlichem, heimischem Meerrettich. Dieser scharfen, hellen Wurzel wird feines Senfpulver und eine großzügige Menge an künstlicher, grüner Lebensmittelfarbe beigemischt, um das Auge des Kunden zu betrügen. Meerrettich und die echte japanische Pflanze teilen sich zufälligerweise bemerkenswert ähnliche chemische Abwehrmechanismen in ihren Zellen. Deshalb erzeugen beide diese unverwechselbare, stechende Schärfe in den menschlichen Nebenhöhlen, was den Betrug so schier perfekt macht. Aber die Fälschung ist plump, ihr Geschmack ist flach und das aggressive Brennen verweilt wesentlich länger auf eine unangenehme Art im Rachenraum. Der wahre Ursprung dieses legendären Gewürzes liegt in einer empfindlichen Pflanze mit dem wissenschaftlichen Namen Wasabia japonica. Dieses seltene Gewächs gehört zur exakt selben botanischen Familie wie unser schlichter Kohl, der gelbe Senf und der scharfe Rettich. Das Faszinierende an dieser Pflanze ist jedoch, dass wir beileibe nicht ihre breiten, hellgrünen Blätter oder ihre tiefen Wurzeln verzehren. Der weitaus wertvollste Teil verbirgt sich in einem dicken, knorrigen Stängel, der teilweise unter der nassen Erde wächst und in der Botanik als Rhizom bezeichnet wird. Dieses unscheinbare, unebene Rhizom ist das begehrte, unbezahlbare Herzstück einer jahrhundertealten, fernöstlichen Industrie. Warum greift die weltweite Gastronomie dann so flächendeckend auf eine billige Fälschung aus gefärbtem Meerrettich zurück? Die ernüchternde Antwort liegt in der beispiellosen Komplexität und der schieren Unbarmherzigkeit der Landwirtschaft. Echter Wasabi ist schlichtweg eine der anspruchsvollsten, launischsten und empfindlichsten Pflanzen auf unserem gesamten Planeten. Er verabscheut direktes Sonnenlicht, er trägt kein stehendes Wasser und stirbt bei den geringsten Temperaturschwankungen unweigerlich ab. Diese Pflanze gedeiht ausschließlich in abgelegenen, schattigen Bergtälern, wo ununterbrochen eiskaltes, kristallklares Quellwasser über flache Kieselsteine strömt. Die Bauern müssen diese kühlen Gebirgsbäche in aufwendigen steinernen Terrassen kanalisieren, um exakt die richtige, konstante Fließgeschwindigkeit zu garantieren. Ein einziges Rhizom benötigt unglaubliche 18 bis 24 Monate intensiver täglicher Pflege, bevor es überhaupt vorsichtig geerntet werden kann. Aufgrund dieses massiven, manuellen Aufwands und des permanenten Risikos kostet ein einziges Kilogramm dieser unscheinbaren Pflanze oftmals bis zu $200. Wenn ein solches, kostbares Rhizom schließlich den langen Weg in eine professionelle Küche findet, beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die unsichtbare Uhr. Im unversehrten, ganzen Zustand ist dieses dicke Gewächs bemerkenswert geruchlos und besitzt schlichtweg keinerlei spürbare Schärfe. Die Magie entsteht erst durch die physische, mechanische Zerstörung der starren pflanzlichen Zellwände. Traditionelle Sushi-Meister nutzen dafür eine hochspezialisierte, flache Reibe, die oftmals aus echter, rauer Haifischhaut gefertigt ist. Diese feine, sandpapierartige Struktur zerfetzt die Zellen und zwingt zwei getrennte Chemikalien im Inneren der Pflanze zu einer unausweichlichen, explosiven Reaktion. Sogenannte Glucosinolate verbinden sich schlagartig mit bestimmten Enzymen
und erschaffen neue, aggressive Moleküle, die wir als Isothiocyanate kennen. Genau diese flüchtigen Moleküle sind maßgeblich verantwortlich für die stechende, reinigende Schärfe und das unvergleichliche florale Aroma der echten Paste. Aber diese chemische Meisterleistung ist eine tickende biologische Zeitbombe. Bereits nach exakt 15 Minuten an der frischen Luft verdampfen diese Moleküle restlos und die teure Paste verliert ihren gesamten geschmacklichen Wert. Deshalb reiben Sterneköche in Japan das Rhizom unerlässlich in der allerletzten Sekunde direkt vor den erwartungsvollen Augen des Gastes auf den feinen Teller. Um das physische Erlebnis dieser Schärfe zu verstehen, müssen wir die menschlichen Schmerzrezeptoren genauer betrachten. Wenn du in eine feurige Chilischote beißt, überflutet eine schwere, ölige Substanz namens Capsaicin den gesamten Innenraum deines Mundes. Dieses unnachgiebige Öl haftet hartnäckig an deiner Zunge und verursacht ein langsames, tiefes Brennen, das oftmals für viele Minuten unbarmherzig anhält. Die Schärfe des echten Wasabis funktioniert nach einem grundverschiedenen physikalischen Prinzip, da die freigesetzten Moleküle leicht und überaus flüchtig sind. Sie steigen als unsichtbares Gas sofort in den hinteren Rachen und bahnen sich ihren Weg direkt in die empfindlichen Nebenhöhlen der Nase. Der Schmerz ist ein blitzschneller, stechender Einschlag, der dein Gehirn für einen kurzen, intensiven Wimpernschlag elektrisiert. Da sich das Gas jedoch sofort wieder verflüchtigt und keine öligen Rückstände hinterlässt, verschwindet das Brennen ebenso rasch, wie es gekommen ist, und hinterlässt ein sauberes, kühles Gefühl. Diese charakteristische, beißende Schärfe war in der antiken Geschichte Japans beileibe nicht nur eine exzentrische, kulinarische Vorliebe. Lange bevor die Erfindung des modernen Kühlschranks und mächtiger Eismaschinen rohen Fisch vor dem sicheren Verderben schützte, war der Verzehr von Sushi ein potenziell tödliches Risiko. Warmes, rohes Fischfleisch war ein idealer, feuchter Nährboden für gefährliche Bakterien und parasitäre Würmer, die den menschlichen Körper befielen. Die frisch geriebene Wasabi-Paste diente unseren Vorfahren als eine hochwirksame, natürliche Waffe gegen diese unsichtbare biologische Bedrohung. Die starken antimikrobiellen Eigenschaften der zerstörten Pflanzenzellen töteten die Keime auf dem Fleisch ab und neutralisierten gleichzeitig den unangenehmen, fischigen Verwesungsgeruch. Es war eine unerlässliche medizinische Überlebensstrategie, die sich erst im Laufe der vielen Jahrhunderte zu einer begehrten, kulturellen Delikatesse entwickelte. Heute versucht die moderne Lebensmittelindustrie verzweifelt, diesen antiken Zauber in billigen Tuben und Blechdosen auf den globalen Massenmarkt zu pressen. Die westlichen Supermarktregale sind gefüllt mit leuchtend grünen Erbsen, salzigen Reissnacks und feinen Pulvern, die allesamt mit diesem weltberühmten Namen werben. Doch ein kurzer, analytischer Blick auf die kleingedruckte Rückseite dieser bunten Verpackungen offenbart die unbarmherzige Wahrheit der kapitalistischen Produktion. Selbst die teuersten und vermeintlich hochwertigsten Tuben aus dem asiatischen Spezialitätenmarkt enthalten meist weniger als winzige 10% des echten Rhizoms. Der große, stumme Rest bleibt eine kostengünstige, industrielle Füllmasse aus getrocknetem Meerrettich, beißendem Senf und künstlichen Stabilisatoren, die das schnelle Verdampfen der falschen Schärfe verhindern sollen. Wenn du also das nächste Mal in einem Restaurant sitzt und ein Stück teuren Fisch in die grüne Paste tunkst, solltest du dieses kleine Detail mit grundverschiedenen Augen sehen. Du isst höchstwahrscheinlich keine jahrhundertealte, fernöstliche Delikatesse, sondern eine clevere, chemisch gefärbte westliche Tarnung aus gewöhnlichem Ackerrettich. Der echte, seltene japanische Wasabi ist weitaus mehr als nur eine schlichte, scharfe Zutat für deinen kühlen Reis. Es ist ein meisterhaftes Symbol für die unendliche Geduld der Bauern, die jahrelang in eiskalten Bergflüssen stehen, um die harten Launen der Natur zu bändigen. Diese flüchtige, hellgrüne Paste beweist uns eindrucksvoll, dass die komplexesten und faszinierendsten Dinge in unserer Welt oftmals diejenigen sind, die wir schlichtweg nicht dauerhaft festhalten können.